Guten Morgen. Trotz dieses miesen Wetters, das kam für uns auch überraschend. Vorletzter Tag auf dem Weg nach Nimek. Und wie zu sehen ist das Wetter heute nicht so wie die letzte Woche. Das hat uns auch so ein bisschen überrascht, weil gestern war davon überhaupt noch nichts zu sehen. Das ging schon mal damit los, dass wir heute Morgen der Meinung waren, wir könnten schon um 7:30 frühstücken, war aber nicht so. Das ging erst alles um 8 Uhr los. So dass wir dann auch entsprechend später weggekommen sind und während des Frühstücks zog sich das schon zu, fing leicht an zu tröpfeln. Und seitdem haben wir den Salat. Sprich in Regenpelle losgefahren und haben jetzt noch 35 Kilometer bis zur deutschen Grenze. Und insgesamt jetzt noch 260. So, den ganzen Morgen sagen wir schon, da hinten wird's heller. Ja, wird es zwar, aber es hört nicht auf zu regnen. Das wird ja wohl noch aufhören in den nächsten 40 Kilometern. Das werden wir sehen, Peter. Denn wir haben das Ziel, heute Abend in den neuen Pool in Nimek, in unserem Hotel, dann auch mal reinzuspringen. Diejenigen von euch, die unser Video gesehen haben vom Krabbmelder-Treffen 23, kennen das Hotel auch schon, sodass wir zumindest einmal in den 16 Tagen einmal in so einen Pool reinkommen. Ist mir egal, auch wenn es regnet, gehe ich da heute Abend rein. Ist mir wurscht. Das Hotel in Karpaz im Riesengebirge hatte leider nicht eine direkte Sicht auf die Schneekoppe. Ich musste die Drohne bemühen und die Aufnahmen zeige ich euch jetzt mal. Zum Hotel, das war soweit okay. Das Zimmer war in Ordnung, also kleine, ist halt so ein typisches Urlaubshotel, die sind dann ziemlich schnell so ein bisschen abgewohnt. Unsere Dusche ging nicht richtig zu, aber sonst war das alles in Ordnung. Beim Frühstück gab es nichts Süßes, also Marmelade und so kennen die scheinbar nicht. Ja, dann heißt es heute Abend nochmal einmal richtig wohlfühlen da in Nimek. Und morgen geht es dann auf den finalen Schlag nach Hause. Das sind nochmal knapp 300 Kilometer. Und dann war's das. Und wenn es nachher aufgehört hat zu regnen und es was zu sehen gibt, dann mache ich wieder an. So, jetzt geht es gleich über die Grenze. Wir haben nochmal alle Kameras montiert. Kannst auch sagen Ostgörlitz. Ja. An der Stelle einen schönen Gruß an Uwe. Wir sind in Görlitz. Sind wir jetzt schon in Deutschland? Nein. Ich wollte gerade sagen, ich kann immer noch nichts lesen. Ich kann nicht mehr lesen. Soll ich hinten auch zumachen? Nö, das merke ich gar nicht. Ja, wenn man einen Teil zu hat, zischt es nicht mehr durch. Ne? Ja. Oh, das ist hier die Oder, ne? Ich sag's nur mal so. Entschuldigung, dass ich dazwischen quatsche. Oder nicht? Ich glaube, wir müssen ausmachen, weil die Kameras, weil da vorne ist Kontrolle wohl. Die mache ich erst aus, wenn er sagt, dass ich sie ausmachen soll. Home sweet home. So, und wir sind in Westgörlitz. Ja. Kann wieder was lesen. Nach 6 Schildern wissen wir es auch, dass wir wirklich hier sind. Und in Sachsen. Freistaat. Freistaat. Und Freistaat stand da. Ja, Freistaat? Freistaat stand Sachsen. auch. Freistaat Sachsen, Ach, ja. Freistaat Sachsen. Ah ja, genau. Hüpf. Hoppel. Moin. Alter, da wirst du aber gescannt hier von dem Ding, ey. So, So, Herzlich- wieder im Reich, jawohl. meine Kameras laufen, Mensch. Echt, ja. Ach, so schöne Musik. wie du- Runter. Mache ich schöne Musik drunter. Radetzky-Marsch. Schöne Musik. Radetzky-Marsch. Nein,
Auf Der keinen ist ja Fall. der ist ja österreichisch. Ja, okay. Ja, der wäre jetzt etwas unpassend. Deutsche Nationalhymne vielleicht gerade. So, 90 Meter links. Jo. Na, jetzt aber alle Mann. Und mal ein bisschen schneller. Z. So, nächstes Mal nur zusammen, ne? Hm? Und jetzt so blöd Gurke dabei. Will ich nie normal sehen, sowas. Nicht so ein Kleckerkram. Na, was wird hier so verkauft? Ach, doch nur Obst. Und Gemüse. Rechts ab. Dann Also, so richtig hässlich ist es nicht. Nee. Ne? Also die Nee. Gebäude. Ja, gut. Nee, sieht gut aus. Wenn das hier erstmal fertig ist, Den, links ab. Die geben erst richtig Klicks, an solche. der Stelle schöne Grüße an die Ostgruppe von den Karten. Genau. Dann biegen Sie links. Die wollen sich demnächst mal treffen. Die Simpsons. Die drei? Nee, Nicht drei. die Ostgruppe. Die ganze Gruppe. Und jetzt sind sie gerade dabei, sich einen Treffpunkt auszusuchen. Darf ich Sie hier haben fahren? praktisch von den Wohnorten sämtlicher Ostmitglieder haben sie jetzt die Mitte rausgesucht. Das liegt irgendwo da Potsdam die Ecke. Okay. Ja, ich finde das gut, wenn die sich treffen. Ja, ich klag, Ja. ich klag mich da rein, also kein Problem. Du gehörst doch gar nicht zur Direktion Ost. Macht nichts. Ich fühle mich trotzdem Das stimmt. diskriminiert. Das stimmt. Man kann sich immer diskriminiert fühlen, das ist Genau. wichtig. Das ist ja das Schöne. Genau. Gehen Sie die Nee, sollen sie. Das ist doch gut, wenn sie es machen. Ich finde es auch gut. indem Sie die zweite Ausfahrt nehmen. Wer hat das denn ins Leben gerufen? Das weiß ich nicht. Hä? Route wird berechnet. Okay. Oh, Schatz, Achtung. Musst du mal eben Ja. rüber. Schienenquerung. Also 4001 Kilometer, gleich 2. Hiermit ist die Reise nach Rumänien offiziell beendet. Der Rest 10 ist, Kilometer hinter Görlitz. ja, genau. Aber den Rest schaffen wir auch noch. Knapp 500. Wir haben gesagt 4,5 werden es, ne? Ja, wenn das so weitergeht, dann schon. Kommt schon hin. Ja. Den ortsansässigen Bus, an dem haben wir jetzt auch weg. Immer wieder Störche. ja, Das ist echt. also der Nachwuchs ist gesichert. Ja.
Mag ich total, solche, Ach ja. solche Stadtkerne. Und da geht's zu Jüterburg. Da wollten wir ja vorher, hattest du geguckt, ne? Da wollten wir hin, ne? Genau. Aber wir fahren da nicht hin, Nee. Elchi Bum Elchi. Naja, so wissen wir, was wir haben, ne? In die Mac. Genau. Das, Und das finde ist was ich sehr Schönes. schön, ja. Ja, absolut. Und ein Pool. Und wir haben Pool. Wie cool. Extra. Wie cool. Tja, ich hoffe mal, die Aufnahme klappt jetzt, weil ich sehe gerade nichts. Wir haben noch 4 Kilometer oder 5 Kilometer bis zum Ziel nach Niemek. Peter wird dann gleich mal die Führung übernehmen, weil ich die Adresse nicht drin habe vom Hotel. Das hat ganz gut geklappt heute. Wir kommen auf 315 Kilometer, die wir gefahren sind. Wetter war erst nicht so gut, wurde dann besser. Und seit der Grenze haben wir auch keine Regenklamotten mehr an. Also seit der Grenze aus Polen haben wir keine Regenklamotten mehr an. Haben 2-3 Pausen gemacht. Und das hat alles insgesamt sehr gut funktioniert. Hat Spaß gemacht heute zu fahren. Und so kommen wir dann an unserem letzten Übernachtungspunkt an. Und werden dann den Abend wirklich noch mal genießen. Und morgen geht es dann auf die letzte Etappe. Ja, wenn wir am Hotel einlaufen, mache ich wieder an. Gleich wieder rechts. Jawohl. Los. Das ist eine künstliche Verstauverursache da. Sabinchen-Touristik. Fahr mal los da. Das Sabinchen hat uns aufgehalten. Der essenszeitig. Das hoffe ich. Jetzt habe ich richtig Hunger. Was? Nein, kommt nichts. In 300 Metern rechts. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir da hier so durch den Ort gegurkt sind. Ja, Ich dachte, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir sind immer von der anderen Seite gekommen. wir sind von der anderen Seite. Wir sind nicht durch den Ort gefahren. Das Nee. Marzahner, das kommt mir Ich wusste irgendwie gar nicht, bekannt dass es hier so einen Ort gibt. Nee. Jetzt Sagtest bitte du? rechts. Hier rechts? Jetzt Ja. bitte rechts, ja. Genau, ja, wir sind immer von der anderen Seite gekommen. Da ist wieder dieses orange Ah, das Haus. erkenne ich, das alte Brauhaus. Ja. Genau. Das habe ich irgendwie gesehen. Mann, jetzt fahrt zu. Da ist es, ne? Ja. Hier? Ja. Ja. So, geschafft. Ja, das hat sehr viel mit Pferden zu tun. Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Also es ist hier so ein, in erster Linie mal so ein Gestüt, Reiterhof. Und hinten dran das Hotel. Gerüste sind inzwischen auch weg. Stimmt. Sind sie fertig da mit ihrem Ich habe das Pool gesehen. Den Pool. Das Pool. Das Poolhaus. Das Pool. Ja, ich sehe auch das Pool. Oh ja. Oh ja. Aber da ist gar keine. Naja gut. Da Ja, ist, das Hoffentlich ist es nicht zu. das Da ist ist ja ein auch gut Pool. so, dass jemand da ist. Ja. so, angekommen. Doch, da sind Leute. Einige Zeit später. Palast, sowas braucht man. Das ist nochmal ein gebührender Abschluss, ne? Ja. Zwei Erkenntnisse aus dem Urlaub. Ah, ich will so Massagesessel und ich will sowas hier. Und das zügig. Fazit. Ich hoffe, das halt nicht so doll. 16 Tage gehen morgen zu Ende. Wir werden auf ca. 4.400, 4.500 Kilometer kommen.
Immerhin 500 mehr oder 400 mehr, als wir gedacht haben. Das stimmt. Sollte eigentlich nur 4000 werden. Wir sind ja mitgeschnackt, Jackie und ich sind ja mitgeschnackt worden. Nein, das stimmt gar nicht. Wir sind mitgeschnackt worden. Ich habe gesagt, ich kann euch nicht garantieren, dass das überhaupt stattfindet. Ja, das Ganze. stimmt. Aber wir hatten. Und ihr seid die Einzigen, die flexibel genug waren, mit denen man sagen könnte, entweder wir fahren in den ersten 2 Augustwochen Jetzt geht ein Aufschrei durch die Gemeinde. Ich hätte auch gekonnt. oder in den 2. Augustwochen und in den zweiten beiden Augustwochen. Und das Besondere daran ist, das wussten wir erst 2 Tage vorher, wann wir losfahren. Genau. Könnt ihr mal aufhören zu planschen hier? Ihr seid nicht zum Vergnügen hier. Also, kann man so nicht arbeiten. Ja, und dann. Und dann sind wir losgefahren. Am Anfang noch mit Regen. Es gibt ja, wie ihr wisst, 25 verschiedene Arten von Regen. Wie viel haben wir getestet? 30. Nein. Es gibt ja 25. Nein, also 12 haben wir schon getestet. Ja. Die Regenklamotten haben gehalten. Wieder mal. Und dann ging es irgendwann los. Da kam so der entsprechende 180 Grad Drehung mit den Temperaturen. Und in Rumänien ist es echt heiß. Auch in Ungarn ist es heiß. Und in Tschechien war es auch heiß. Aber Pool gibt es erst hier in Niemek. Ja, ganz zum Schluss. Und das Beste kommt immer zum Schluss. So, Rest kommt morgen. Vielleicht machen wir ja hier noch ein paar Night-Aufnahmen beim Essen. Müssen wir mal sehen, ob wir da Bock drauf haben. Ansonsten für hier und jetzt ist genug. Holt euch mal ein Bier. Bis später. Tschüss. Warte mal, Ach so. Ich meine, das ist schon klar, wo wir jetzt sind, ne? Also nicht, dass das jetzt hier untergeht. In Niemek. Guck mal darüber. Wir drehen. Du brauchst die Kamera nicht drehen, das machen wir Das ist hinterher doch nicht in der Post. Scheiße da. Natürlich, sieht man. Ich krieg gleich noch mal raus, das ist ein Plastikkasten. Also die haben hier einen Pool hingestellt. Ja. Letztes Jahr. Ja. Und vor 2 Jahren, als wir hier waren, war natürlich noch nichts, war hier noch Wiese. Ja, Und jetzt steht hier ein Pool und das dürfen wir umsonst benutzen und Peter hat gesagt, so ein Pool wäre geil vor 2 Jahren. Haben sie mal einen hingestellt. Das ist doch genau. Das nächste Mal, wenn wir kommen, da ist mal ein Pool da, gell? Also. Und zack, da ist er. So, Jetzt kommt's ab. hast du noch fantastische letzte Worte? Für jetzt? Berühmte letzte Worte. Berühmte letzte Worte. Noch nicht. Noch nicht. Okay, alles wird gut. Berühmt genug. Legt euch wieder hin. Der nächste Tag. So, los geht's. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. So. Du oder ich? Ich? Nee, ich muss ja. Ich bin heute dran. Geht los. Fertig? Ja. Hauptsache sitzt auf dem Motorrad und ist da. Danke, brauchen wir auch nicht mehr. Wenn das hinten So, jetzt geht, dann kommen wir genau hin. kommen wir hier weg. Dann geht's jetzt nach Hause. Genau. Ja. 4.500 Kilometer haben wir abgerissen. Oder werden wir zu Hause abgerissen haben. Wie viel Kilometer? 4.500, rund 4.500. Aufgerundet. Krass.
Genau. Ich glaube, meine Reifen sind fertig, bis ich zu Hause bin. Muss ich nochmal genau nach. Aber ich glaube, viel passiert nicht mehr mit den Dingern. Ich habe ja die Pirelli Scorpion Trail 2 irgendwas drauf. Seit letztem Jahr. Muss ich mal noch mal schauen, wie viele Kilometer ich seitdem gefahren bin. Könnten so 10.000 ungefähr sein. Naja, ich werde es berichten. Kurz nach dem Losfahren dann vom Moped nochmal ein Fazit der Reise. 4.500 Kilometer werden es letztlich. Dann insgesamt so ungefähr zwischen 4,4 und 4,5. Die Erwartungen, die ich hatte, sind echt übererfüllt worden. Das war eine großartige Reise. Wir haben vieles gesehen, Erwartetes und viel Unerwartetes. Die Länder sind schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ungarn hat mir nicht so gut gefallen, weil es eben sehr, sehr flach ist. Sehr viel geradeaus. Die Straßen waren auch nicht so dolle. Aber so ein Land wie Rumänien, letztlich Tschechien, Polen, das hat schon alles was. Die Hotels waren klasse, die wir zum Teil relativ spontan gebucht hatten. Also wir hatten ja nur die ersten drei Tage fest gebucht und danach mit Hilfe von Booking die nächsten Hotels dann. Und da waren, ihr habt es ja gesehen in den Videos, da waren teilweise richtig tolle Häuser dabei. Das ist schon wichtig, dass man, wenn man eine Auszeit braucht, nicht die letzten Schuppen dann sich aussucht, weil so groß sind die preislichen Abstände dann doch nicht. Ob ich jetzt 40 oder 70 Euro für die Nacht bezahle, muss jeder in dem Moment wissen. Aber ich denke mal, dass wir auch für unsere Frauen zu 90% was Gutes ausgesucht hatten. Es war eine tolle Reise, trotz der Wetterkapriolen, also von Starkregen bis, ich glaube, die Maximaltemperatur waren 37 Grad, die wir den einen Tag hatten. War das eine tolle Sache. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei mitzufahren. Und wir haben es ja auch schon mehrfach gesagt. Ein Daumen hoch wäre klasse. Wir haben ja keine Werbung draufgeschaltet auf die entsprechenden Videos. Die laufen einfach so durch. Sowohl die von Fritze, der hier vor mir fährt, als auch bei mir gibt es keine Werbung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Fragen, Anregungen, konstruktive Kritik, in Anführungszeichen, gerne ins Kommentarfeld hier drunter. Wir werden jetzt schön in Ruhe nach Hause fahren, den Tag noch genießen. Es soll angeblich nachher noch so eine Regenfront durchziehen. Ja, nächste Woche werden wir vier uns wieder treffen. Und ich denke mal, da werden Fritz und ich uns so ein paar Dateien dann noch austauschen, die wir aufgenommen haben. Was wir hier so kommentiert haben, das hat in erster Linie Fritze mit seiner Kamera gemacht. Was wir abseits von den Motorrädern da so verzapft haben. Und dann irgendwann im Herbst, weil ich komme vorher einfach nicht dazu, werde ich anfangen, diese Videos zu schneiden. Insofern kommt jetzt die Zeitblase. Ihr werdet das ja später im Jahr dann sehen. Und ich hoffe mal, dass ich über den Winter auf jeden Fall alle Videos dann online gestellt habe. Und ja, es wird auf jeden Fall wieder losgehen im nächsten Jahr. Also ich gehe davon aus, dass ihr das jetzt hier im Winter seht. Und in 25 geht es dann natürlich weiter. Es gibt schon ein paar grobe Pläne.
Es wird auf jeden Fall wieder ein Gradmelder-Treffen geben. Die Videos vom 24 sind ja online, die habt ihr vielleicht gesehen. An der Stelle verlinke ich euch die mal, die Serie von 24. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr dran bleibt, den Kanal abonniert, und dann mache ich jetzt noch ein paar Aufnahmen von der letzten Tour. Und schalte mich jetzt in Smash wieder rein. Einige Zeit später. Und jetzt haben wir die letztlich schon 6 Kilometer her, die 4500 Kilometer haben wir die hinter uns gebracht. Wir hatten ja gedacht, das wären 4000, jetzt sind es bei uns hier 4500, wir sind noch nicht zu Hause, haben noch 20 Kilometer zu fahren und dann ist die Reise endgültig vorbei. Ja, es gab unterwegs nicht so viel zu filmen, was sich gelohnt hätte. Das Wetter war okay, hier ist es mittlerweile stark bewölkt, hat auch wohl ein bisschen geregnet hier. Aber wir hatten letztlich zu viert noch einen angenehmen Tag zusammen. Sind hier hochgefahren nach Norddeutschland. Aber wie gesagt, so dass wir die Kameras hätten anmachen können, da gab es nicht wirklich was zu sehen. Die letzten 20 bringen wir auch noch hinter uns. Und ich hatte es ja schon gesagt, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dann wieder mit dabei seid. Und mit dem letzten Bild der Lüneburger Heide mache ich das Ding jetzt auch zu. Und nochmal alles Gute und bis bald. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao, tschüss. Unsere Männer nehmen auf uns keine Rücksicht. Guck mich an. Gar nicht. Guck den an. So, zack, zack.